Kennt ihr die Stadt mit den meisten Störchen in ganz Deutschland? Die Storchenhauptstadt sozusagen? Begleitet uns zur Erfrischung an einen idyllischen Waldsee. Schon mal Hasen gesehen, die eine Maske tragen? Der Akku zeigt rot. Schaffen wir es noch ganz knapp? Alles das in dem neuen Video. Viel Spaß! Guten Morgen! Drei Striche hat der Akku noch. Wie viel waren es? 57%. Also 40 bis 60 Kilometer, die ich da noch kommen, je nachdem, ob der Gegenwind ist. Jetzt gucken wir mal in Ölfeld. Semmeln fürs Frühstück kaufen, vielleicht in Höchstädt Laden. Wie ich auf der Karte gesehen habe, dass es da so viel Seen gibt. Da sind nämlich auch wieder welche da drüben. Da dachte ich mal, oh, vielleicht Kiesweiher oder so, wo wir dann baden können. Ne, denkst du? Über 5000 Fischteiche. Deswegen siedeln sich ja auch die Störche da an. Ja, das ist einfach ideal. Frösche, jede Menge. Da platscht es nur so, wenn man an die Ufer geht. Und da hinten, da sehe ich schon die ersten zwei. Dann schaue ich mir mal Ölfeld an, die Storchenhauptstadt. Ich sehe schon ein Nest auf dem Dach, aber da fahren wir erstmal näher. Also der Plan ist, jetzt in Ölfeld Semmeln holen, gemütlich frühstücken und in Röbersbach, da gibt es eine Ladestation bei einer Gaststätte. Da hätte ich mir dann mal einen Salat gönnen, was Grünes und mal schauen. Also so mit dem Akku ohne Gegenwind ist ja schön, es ist noch windstill, würde ich 58 Kilometer kommen, aber ich glaube Mittag fängt der Wind an. Da sitzen sie schön. Und bei der Kirche auch einer. 9 Nester sind da, zähle ich. Wenn gerade kein Auto kommt. Und hier scheint die Storchenwiese zu sein. Da ist extra ein Steg, wo man raufstehen kann. Und noch bessere Aussicht hat. Und so groß ist die Eiche jetzt. Da fließt sie hin. So, von Voggendorf geht's raus. Nach Weidendorf. Da werden wir irgendwo ein Frühstücksplätzchen uns suchen. Das sind halt Storchenwiesen hier. Wiesen, Wiesen, Wiesen. Kein Acker. Da ist die Eiche, wir sind vom Weg weg. Für einen Frühstücksplatz. Gut, der Graben hat kein Wasser. Ich hoffe, dass der Patschi in die Eiche kann. Dann kann der da wenigstens Wasser trinken. Weil unsere Wasservorräte sind erschöpft. Wir haben vielleicht noch 2,5 Liter. Fürs Frühstück reicht's.
1,5. Das wird jetzt unser Frühstücksplatz. Es ist 9 Uhr und die Sonne ist noch nicht so heiß. Also ich überlege schon, ob ich in der Sonne frühstücke. Zuerst schauen wir mal, ob der Patschi da irgendwo ins Wasser kann. Das wäre genial. Warte, Bub. Da kannst du schon rein. Schaut schon so aus. Hm? Da, voll da. Da. Ja, und gleich mit Vollschwimmen in der Aisch. Gut, und Wasser trinken. Das passt. Ja. Perfekt. Aber wenn man dann so fühlt, ist die Sonne doch schon recht warm. Vielleicht doch ein Schatten. Schaut euch das Tier an mit den Füßen. Jetzt ist er an einer anderen Steile nochmal rein und da war es so schlammig. Aber ich habe schon die Lösung, wie ich diesen Patschi-Hund wieder sauber kriege. Die Lösung seht ihr hier. Und der Patschi guckt schon eine ganze Weile da drauf. Gut. Das kriegst du jetzt da noch mal rein. Da musst du aber da noch mal reinspringen. Ja, gut. So geht es. Dann kriegt man wieder sauberes Hundi. Schaffst du das mit den Asti? Ja, toll. Und lass die Füße. Perfekt. Perfekt. Dafür gehört das Asti jetzt dir. Gut, Bub. Noch ein Stück näher kommen. Bis zum Boni. Schau, mal den Blick wieder reinwerfen. Da warten die Semmeln. Leerer Futternapf. Ist für den Patschi wahrscheinlich noch zu früh. Das ist der Restwasser. Das ist noch fast ein halber, also 2 Liter haben wir noch. Und vielleicht 200 Milliliter noch im Behälter. Reicht fürs Frühstück. Ich verstehe das tatsächlich so, dass man dazu angehalten wird, im Verein mit Maske rumzulaufen. Wir sind in Höchstadt an der Aisch und jetzt weiß ich auch, warum da überall Karpfen zu sehen sind. Das ist ja das Karpfenland mit über 5000 Teichen. Wir sind jetzt noch auf Höhe Höchstadt an der Aisch und ich wundere mich, dass das so grün ist. Vorher war ja total gelb und da habe ich jemanden, der zusammengerechnet hat, gefragt, ob es hier geregnet hat. Sagt er, nein, überhaupt nicht. 2 Liter mal vor ein paar Tagen. Und das ist ja eigentlich nichts. Aber wieso ist dann da das Gras so grün? Gut, da ist es schief. Aber sogar gemäht ist worden. Gut, also das, ja, das muss schon trocknen. Ein Stück hinter Hochstadt an der Aisch. Wenn wir dann an der Mündung von der Aisch sind, muss ich mir noch überlegen, fahren wir den Regnitz oder den Pegnitz-Radweg? Weiß ich noch nicht. Die A3 ist es, da geht es gerade unten durch. Also das Brückelein wird knapp, aber es geht. Patschi muss einsteigen. Der hat keinen Platz mehr daneben.
geht's leicht. Hier und der Eis. Und was da so rauscht, der Wasserfall. Und das jetzt kein schöner Platz für eine große Pause ist, dann, was ist es dann? Komm, Kathi, jetzt gehen wir erstmal zu deinem Badestrand. Oh, das ist ja überall schön. Jetzt schau her, da kann ich mir dann die Haare nur waschen. Da ist es toll. Da hätte es Wäsche waschen bis heute auch noch Zeit gehabt in dem schönen Wasser. Das ist toll. Kann ich ja auch reingehen. Ah, schön. Das ist ja Badetemperatur. Oh, das weiß ich nicht, ob ich das bei dem Wind mache. Da oben steht der Woni. Also so schlecht. Komm mit rein. Ich bin ja eigentlich wasserscheu. Brauche ich einen Stock dann kann man das Ade von diesen schönen Fleckchen Ja. Erde. Und immer noch der Blick zurück, nichts liegen geblieben. Ja, nee, ist nichts liegen geblieben. Danke. Ja, super. Dritte SD-Karte. Hier herrschen wieder voll die Kiefern und die Eichen vor. Von Eichenprozessionsspinnern habe ich noch nichts gelesen. Vielleicht ist denen auch zu heiß dieses Jahr, dass es nicht so viel gibt. Ja, wäre ich dann im Nürnberger Raum, wenn wir den Ludwig-Main-Donau-Kanal entlang fahren, mit Sicherheit erfahren, weil da war ja immer, wenn ich da war, gut, zweimal, waren da Schilder. Wir waren in Hallerndorf, es geht nach Treilsdorf und es sieht wieder so aus, als würde es da ewig bergab gehen. Ich habe noch 2 Striche am Akku, 15 Kilometer in Eco, aber wenn es jetzt da dann den Berg runter geht, na, schauen wir mal, ob wir noch bis zur Regnitz kommen und da möchte ich irgendwo dann ja, zeitig ein Quartier suchen, wo ich wieder aufladen kann. Ah, die Psyche, Körper, alles ist aufgeladen von dem erfrischenden Bad im Waldsee. Jetzt, jawohl, also ist ein Traum. Da die Seele so baumeln lassen können. Wäsche gewaschen, Haare gewaschen. Der Sommer ist halt, da gibt es immer draußen Orte, wo man es aushält. Im Winter, wenn es so kalt ist, dann gibt es nur das Haus. Erst geht es mal wieder bergauf und Gegenwind.
ging es sogar noch mal ordentlich einen Berg rauf. Meine Güte, der Mais wird ja gar nichts hier. Wächst nicht, ist trocken, ist braun. 18 Kilometer sagt mir die Prognose. Ein Strich habe ich noch. Ja, ich runter auf den Ludwig-Main-Donau-Kanal fahren und hoffen, dass da was gibt zum Übernachten und zum Laden. Juhu, es geht bergab. Aber wie? Sachte, aber wie es ausschaut, lang. Da rechts unten muss die Aischmündung sein. Aber da geht es kerzengrad über den Berg runter und es ist kein Weg hin. Ich hoffe, dass man von der anderen Seite hinschauen kann. Da ist die Aischmündung unten. Die Aisch entspringt bei Schwebheim, da waren wir ja. Und mündet nach etwa 70 Kilometer bei Treilsdorf in die Regnitz. Die Mündung befindet sich am Ende des Fußweges etwa 50 Meter von hier entfernt. Also da unten sehe ich sie schon. Jetzt werde ich das Rad kurz festmachen und dann gehen wir da schnell runter. Oh, muss mal gucken, ob das geht. Also auf zur Aischmündung, wenn wir schon so nah dran sind. Hatschi, wo bist du? Fahrrad parkt schnell mit angezogener Bremse, Feststellbremse. Da freue ich mich, dass ich es jetzt doch noch sehe, wo die Aisch in die Regnitz mündet. Nee, aber da können wir nicht runtergehen, Hatschi. Da ist noch ein Graben dazwischen. Da vorne. Groß ist sie geworden, die Aisch. Schönes Mündungsgebiet. Das reicht ein Hatschi dann wahrscheinlich auch schon wieder als Zwischendurchspaziergang, Herr Bub. Weil auf der Straße kann ich ihn ja jetzt nicht laufen lassen. Ja, schön, dann haben wir die ganze Aisch entlang gefahren. Von der eiskalten Quelle bis zur Mündung. Hatschi hat andere Interessen. Aber warum ist hier der Mais so hoch? Ah ja, da ist er auch so niedrig. Schaut mal, ganz unterschiedlich. Schön, dass ich da oben parken konnte, es nicht zu steil war. Eine andere Perspektive. Von unten nach oben. Wir kommen in den Landkreis Bamberg. Und da fahren wir über die Regnitz. Da sehe ich auch Paddler. Da hinten. Ups. Und da hinten irgendwo fließt die Aisch rein. Und da ist die Regnitz. Akku leuchtet rot, sagt aber noch 12 Kilometer. Zweieinhalb Kilometer muss ich nur noch schaffen bis Neuss ist. 12 Kilometer sagt es noch, das muss doch möglich sein. Mal ein bisschen ausschalten zwischendrin. Jetzt wieder ein Berg hoch. Ob das jetzt nur ein E-Werk ist oder auch ein Haus dabei. Naja, ist nur ein E-Werk, da wohnt niemand. Eh klar. Und jetzt, wo der Akku auf Rot ist, noch Rampen. Das wird jetzt schon der Ludwig-Main-Donau-Kanal sein, schätze ich.
mit Schifffahrt. Und kurz vor Ende des Akkus hat es mich zu einem Übernachtungsplatz gezogen, wo es nicht nur frisches Quellwasser gab, total liebe Leute wieder, sondern auch diesen herrlichen Gemüsekorb, aus dem ich mir ein wunderbares Abendessen gekocht habe.